2 Wochen beschäftige ich mich jetzt mit unserem heutigen Testobjekt. Und wisst ihr, was mir nicht beim Fahren aufgefallen ist, sondern eigentlich beim Einkaufen auf dem Parkplatz und im Aldi? Naja, frische Hefe, Klopapier, das ist zurzeit Mangelware, aber auf dem Parkplatz davor, kleine City-SUVs, die gibt es gefühlt wie Sand am Meer. Ja, und dann habe ich gedacht, ändert ja eigentlich nichts dran, dass unser heutiges Testobjekt, der Škoda Kamiq, einer der beliebtesten Vertreter seiner Zunft ist. Wie nähere ich mich dann so einem Auto? Kamiq gucke ich erstmal, was heißt das? Ja, das bedeutet, wenn es nach der Škoda Marketingabteilung geht, sowas wie zweite Haut, so gut soll er passen. Wie gut der uns hier passt mit seinem 1,6 Liter TDI-Motor, also Diesel mit 115 PS in der fast höchsten Ausstattungsvariante Style, das werden wir in unserem heutigen Testobjekt sehen. Und ja, was werden wir zusammen machen? Wir werden ihn uns außen anschauen, wir werden reinsitzen, Kofferraum, Rückbank betrachten, wir werden natürlich fahren. Ich werde euch den dann im Fazit preislich, im Wettbewerbsumfeld und historisch einordnen. Wir werden eben alles machen, was mich und hoffentlich euch interessiert. Hier seid ihr übrigens bei www, dem Autotester, eurem Autotester des Vertrauens gelandet. Ihr findet uns. Habt ihr kurz Zeit? Auf Instagram, Facebook, YouTube, auf TikTok oder auf unserem Online-Magazin www.derautotester.de. Schaut da gerne vorbei, würde mich freuen. Und dann geht es jetzt auch los mit der Historie und anfangen will ich mit einem sehr polarisierenden Modell, nämlich dem Škoda Yeti. Ich fand dieses Auto furchtbar hässlich und dann habe ich den mal 2 Wochen gefahren und dann habe ich es auf einmal verstanden. Hochdachkombi, da hat man wahnsinnig viel reinbekommen und natürlich schön war er nicht. Und ich habe auch verstanden, Auto darf ruhig polarisieren. Das hat die erste A-Klasse, die im Elchtest umgefallen ist, auch gemacht. Die war auch praktisch, man saß hoch, man hat da viel reinbekommen. Ja, und dann ist das jetzt hier das dritte SUV von Škoda. Und dann gab es zuerst den Kodiaq, der ist auch nach dem Kodiaq-Bären benannt, der auch irgendwo vor Kanada, glaube ich, lebt. Dann gab es den Karoq. Ja, und der Karoq eben, der ist benannt aus einer Mischung aus Auto und Pfeil, irgendwie auch in so einer Ureinwohnersprache der Völker da. Tolle Namen, alle beginnen mit K, enden mit Q. Kamiq passt da also perfekt rein. Aber wenn man dann mal schaut, wie viele SUVs inzwischen es gibt im Volkswagen-Konzern, da ist es verrückt. Bei Škoda alleine unterscheiden die sich ja, in 45 Zentimetern. Frauen wissen, 45 Zentimeter können ganz schön viel sein, Männer auch. Ja, und wo geht es dann los? Kodiaq ist 4,70 Meter lang, 4,38 Meter der Karoq, 4,36 Meter der Scala. Und wo ich ja immer gesagt habe, der ist eigentlich für mich der legitime Nachfolger vom Yeti. Ja, so ist eigentlich das Zwillingsmodell der Scala. Ja, Motoren, Technik, Innenraum sind da relativ ähnlich. Der ist 4,24 Meter lang. 4,24 Meter ist auch der T-Roc lang. 4,24 Meter ist auch der Audi Q2 lang übrigens, was interessant ist. Und dann haben wir den Seat Arona, der ist 4,14 Meter lang. Und wir haben den VW T-Cross, der ist 4,11 Meter lang. Und wenn man dann sich mal damit beschäftigt, ja okay, die Länge ist interessant, aber uns interessiert da immer, was für eine Plattform haben die Autos. Der hier hat den MQB A0, also den modularen Querbaukasten für quer eingebaute Motoren. Auf dem steht ja der Arona, der Scala, der T-Cross. Der Audi Q2 steht nur auf dem MQB, die erste Version davon, während der gleich große T-Roc auf dem MQB A1 steht, auf dem auch der größere Karoq steht. Und dann seht ihr schon, dann sitzt man zu Hause und sagt, Alter, wie viele
SUVs gibt es eigentlich in diesem VAG-Konzern? Ist ja wahnsinnig. Ja, richtig viele. Die Auswahl ist echt schwieriger, als die für mich früher in der Diskothek war. Na, ich habe halt genommen, was kam, ehrlicherweise. Aber die Auswahl ist wirklich schwierig. Vor allem, wenn man dann die externen Wettbewerber betrachtet. Und da will ich jetzt eigentlich hauptsächlich mal in Deutschland bzw. Frankreich anfangen. Und da gibt es halt eben den Opel Crossland X zum Beispiel. Schwestermodell ist Peugeot 2008. Es gibt den Citroën C3 Aircross. Ja, und dann gucken wir mal in die USA. Dann gibt es den Ford EcoSport, der ist ein bisschen kleiner. Wir haben aber auch den Ford Kuga, der ist ein bisschen größer. Schaut man dann mal in die asiatischen Länder, dann gibt es da den Hyundai Stonic oder den Kia Stonic oder den Hyundai Kona oder den Kia Exceed. Ihr seht schon, wow, da gibt es echt eine ganze Menge Wettbewerber. Aber bei den Wettbewerbern kommt nicht nur ich durcheinander, sondern wahrscheinlich auch ihr. Es geht einfach darum, so ein bisschen Überblick zu bekommen. Und wenn man diesem Auto jetzt hier mal von vorne ins Gesicht schaut, dann seht ihr schon, für was Seat. Für was Seat steht, weiß man, nämlich für Sportlichkeit. Und ja, hier die Tschechen stehen für Zurückhaltung. Und das sieht man auch hier. Schön runtergezogener, cleaner, kühler Grill. Und sie stehen für eine Sache, nämlich gute Leuchten. Und hier haben wir eine Sache, nämlich die LED-Tagverleuchten hier oben. Das sieht aus wie bei einem Hyundai Kona oder bei einem C3 Aircross. Und hier unten die Voll-LED-Scheinwerfer. Wir haben LED-Scheinwerfer, sind für mich auch schon Voll-LED-Scheinwerfer serienmäßig. Die kosten hier auf Style 830 €. Moonwhite Pearl Effekt oder wie die Metallic-Lackierung hier heißt, ist hier noch drauf für 590 €. Style eben schön dezent, zurückhaltend. Hier unten diese Elemente in Schwarz im Konfigurator ausgewählt. Wirklich tolles, gutes Licht, bescheidener, simpler Auftritt von vorne. Genau das macht dieses Auto wahrscheinlich im Look so erfolgreich. Und wenn man sich jetzt ins Profil hier stellt bei dem 4,24 Meter langen Auto, ja, dann ist erstmal zu erwähnen, dass der, und jetzt wird sehr interessant, 6 cm mehr Radstand hat als der T-Roc und 8,5 mehr als der Arona, wovon dann der Platz auf der Rückbank profitieren soll. Aber jetzt geht es mal ein bisschen hier um die Optik von unserem Fronttriebler. 16 bis 18 Zoll Felgen haben wir hier drauf, 16 natürlich Serie. Hier sind 17 Zoll Felgen drauf, die kosten glaube ich 290 € extra. Das sind richtig geile, zweifarbig lackierte Felgen, finde ich toll. Ja, und dann spricht man über das Fahrwerk. Das ist hier ein Serienfahrwerk, ganz normal, aber es gibt auch noch optional eins SCC Sport Chassis Control. Das ist ein Zentimeter tiefer, ein Zentimeter ist nicht viel, ist adaptiv und das ist nicht wie beim neuen Golf so, dass es ja den Untergrundbelag oder ausliest oder überlegt, was kommen könnte, sondern man kann halt Sport oder Normal einstellen, ist okay, aber ehrlicherweise finde ich, dass man sich das wegsparen könnte. Was ich mir nie wegsparen wird beim Auto, ist hier dieses Panoramadach, 630 €, lichtdurchflutet den Innenraum richtig schön, schwarz oben, schwarze Dachreling, hinten abgedunkelte Scheiben kosten auch extra, richtig gut hier. Diese Fensterumrandung bekommt man optional auch noch in Chrom. Ich finde, das passt eigentlich fast besser drauf und ich erzähle euch mal eine kleine Geschichte. Wir waren beim neuen Ford und da ist das hier passiert und ich habe gedacht, was ist das? Was soll das? Habe ich auch im Video erzählt. Beim neuen Ford Focus war das. Das ist hier so ein Kantenschutz. Ihr kennt auch die Simply Clever Lösung. Da gibt es zumindest in der Fahrertür dann einen Regenschirm. Aber dazu machen wir ein eigenes Video. Ich finde die Optik hier im Profil sehr, sehr gelungen. Eine kleine Sache gibt es noch. Eiskratzer ist hier drin. Diesel sieht man hier. Mit SC Aircut Dieselpartikelfilter ist also ein grünes Auto. Jetzt springen wir mal rein, weil ich habe ja ganz groß angekündigt, dass hier hinten so viel Platz ist. Und ihr seht schon, dass ihr viel seht, weil hell. Und ja, gefühlt kann ich bald meine Beine hier übereinander legen. Es ist auch toll verarbeitet, klar mit Hartplastik, aber das Verarbeitungsniveau ist richtig groß. Ich habe Platz für die Schultern, Platz für den Kopf und das, obwohl hier ja das Panoramadach drin ist, was ja so ein paar Zentimeter meistens eigentlich schluckt. Ich habe hier hinten jetzt keine USB-Buchse und ich habe so ein bisschen Kritik. Erstmal, wenn man die Rückbank hier umklappt, dann sieht man jetzt, ja, da ist so eine kleine Stufe drin, aber das ist okay. Die größere Kritik ist,
Hier hinten ist richtig viel Platz, aber die hätte man den Platz wie beim T-Cross besser nutzen können und die Rückbank in der Länge verstellbar machen, gibt es jetzt hier nicht. Dafür bin ich sehr zufrieden mit dem hohen und cleanen Verarbeitungsniveau hier hinten drin, gefällt mir richtig gut. Ach übrigens, wir gehen nochmal schnell nach vorne, denn ich habe euch extra den Schlüssel dabei, um euch eins zu zeigen. Zum ersten Mal in einem Skoda gibt es hier durchwischende Blinker vorne wie hinten. Der Scala hat das, glaube ich, nur hinten oder nur vorne. Und hier hinten haben wir das auch. Serienmäßig haben wir hier LED-Rückleuchten. Die gibt es in 2 Varianten dann hier hinten drin. Skoda steht drauf. In großen Lettern Carmack ist der zweite Skoda, der das hat. Hinten abgedunkelte Scheiben. Und dann sieht man hier unten, sucht man vergeblich Auspuff-Endrohre. Sehr clean, kein Fake-Zeug, gefällt mir gut. Das Auto hat eine Anhängervorrichtung optional, die dann auch wegfährt. Da kann man 1250 Kilo mitziehen, richtig gut. Und jetzt beschäftigen wir uns mit dem Kofferraum. Und ehrlicherweise fällt es mir immer tierisch schwer zu sagen, wie groß der ist. Der hier ist 400 bis 1395 Liter groß. Hat hier so einen doppelten Ladeboden, hat hier so eine Matte, die man umdrehen kann. Hier ist sie robust, hier ist sie dann so ein bisschen wohnlicher. Ja, und was ich jetzt mache, ist, ihr bleibt hier und ich klappe mal die eine Seite nochmal der Rückbank um, dass ihr das seht. Hätte man jetzt vielleicht ein bisschen besser hier lösen können, ohne diese kleine Stufe, die dann entsteht, wenn man hier den Ladeboden dann wegmacht. Wenn man ihn hat, ist es stufenlos, ist ganz okay, aber hätte man halt Simply einfach ein bisschen besser lösen können. Ja, und wenn man sich jetzt dann mit den Motoren beschäftigt, mache ich euch den einfach mal vorne auf. Jetzt sind wir dann auch ganz ums Auto einmal rumgegangen, aber lohnt sich auch. Weil ich finde, es ist zwar ein kühler tschechischer Vertreter, aber mir gefällt diese tschechische Zurückhaltung im Design halt ausgesprochen gut. Hier geht's rein, da ist er der Pfeil, toll, ja, ein richtiger Autoprofi. So, und dann ist es bei den Wettbewerbern, die ich euch ja zum Großteil aufgezählt habe, so, da gibt es teilweise rein Elektro-Varianten, bei Hyundai zum Beispiel, da gibt es Plug-in-Varianten. Haben wir hier nicht, wir haben auch keine Allrad-Variante, was überrascht, weil wir haben ja ein SUV, was ja 17 cm Bodenfreiheit hat, sind 4 mehr als beim Scala, deswegen wird doch da ein Allradantrieb gut zu passen. Aber vom Scala wissen wir ja auch schon, wie die Motorenpalette ist und die ist halt hier drin sehr ähnlich. Ja, was haben wir denn für Motoren hier drin? Fangen wir mal an mit den 3-Zylinder-Varianten. Das ist ein 1-Liter-Motor dann als TSI, also Benziner. Den gibt es mit 95 oder 115 PS. Die Einstiegsvariante mit 95 PS gibt es nur mit 5-Gang-Handschaltung. Die größere Variante, ja, die gibt es dann mit 6-Gang-Handschaltung oder 7-Gang-DSG. Dann haben wir noch einen 1,5 Liter 4-Zylinder hier drin. 4-Zylinder-Motor dann eben mit 150 PS. Es gibt auch noch einen 1 Liter Erdgasmotor mit 90 PS. Oder den 1,6 Liter Diesel, wie er hier steht. Ja, und dann muss man erstmal sagen, was wiegt dieses Auto? Dieses Auto wiegt 1364 Kilo, eben immer nur Frontantrieb. Die größeren Motoren haben alle optional eben das 7-Gang DSG. Ja, und damit beschleunigt dieses Auto in 10,4 Sekunden auf 100, 192 km/h wird dieses Auto schnell, hat einen Normverbrauch von 4,2 Liter. Wir haben es wirklich geschafft, um die 5 Liter zu brauchen. Das klingt doch erstmal sehr rational, sehr kühl, sehr vielversprechend. Die einen würden sagen langweilig, ich sage perfektes Konzept. Und warum? Ja, das sehen wir dann drin beim Fahren. Aber erstmal will ich euch den Innenraum präsentieren, denn naja, von der tschechischen Kultur da bin ich echt angetan. Und dann fahren wir los. Kommt mit! Kommen wir zum Innenraum und im Leben geht es um die Kleinigkeiten und hier drin geht es um die Verarbeitungsqualität in erster Linie und um das Raumgefühl. Raumgefühl habe ich ein riesiges, schöner wird es noch durch dieses Panoramadach, was wir hier auch mit einer Jalousie auf- und zufahren können. Ich spare euch das jetzt, euch das ganz zu zeigen, glaubt mir einfach, es geht nach hinten, dieses Panoramadach geht auch bis nach hinten. Das letzte Mal so groß habe ich das im ersten Range Rover Evoque gesehen, toll. Und wenn man sich dann hier mal das Hartplastik anguckt, das ist Plastik, ja, weich ist das hier oben, hart drunter, dann ist es toll verarbeitet. Auch dieses schwarze Zierelement ist schön. Und mein erster Eindruck hier drin ist, Mensch, der Innenraum, der erinnert mich aber verdammt an den Scala hier. Das freistehende Infotainment hier, das digitale Cockpit, die Lüftungsdüsen, die bis in die Tür hier reinragen.
Das ist Scala und das ist gut. Nur sitzen wir hier halt 4 cm höher, haben einen bequemeren Einstieg, besseren Überblick über die Straße. Hier ist auch wie beim Scala das Lenkrad unten abgeflacht, perforiert in der Grifffläche. Das ist dieses sportliche Paket, glaube ich, hier drin. Ja, der Gangwallhebel steht ein bisschen aufrecht hier im Wind drin. Und dann haben wir hier die schönen Sportsitze mit integrierter Kopfstütze hier drin. Die sind aus Stoff. Tolle Ziernaht, tolle Waben hier drin. Erinnert ein bisschen wie bei Audi, nur halt eben in Stoff. Und der Scala hat bei mir, glaube ich, immer einen hellen Himmel gehabt. Der hat hier jetzt einen dunklen und deswegen ist er auch so ein bisschen sportlicher als der Scala. Irgendwie auf den ersten Eindruck ganz interessant mit dem Chrom hier. Aber ihr sagt natürlich auch völlig zu Recht, Jan, bei dem Start-Stopp-Knopf hier auf Wiedersehen, machen wir das Auto wieder an, geht es natürlich auch ums Infotainment. Serienmäßig haben wir analoge Instrumente hier drin. Hier haben wir jetzt allerdings ja, das digitale 10,25 Zoll große virtuelle Cockpit. Und das hat 5 oder gar 6 Anzeigemöglichkeiten von sehr modern bis klassisch. Hier haben wir das Drehzahlinstrument groß in der Mitte, die Navikarte groß, hier dann die Geschwindigkeit rechts, irgendwie Drehzahl links, Navikarte nur da, eine andere Anzeige. Das ist schon mega gut, die Reichweite dann nur da. Und jetzt machen wir mal diese Anzeige und ich spiele das mal kurz durch. Was können wir drauf machen? Eben die Navikarte, die Audioeinheit, die wir gerade abspielen, das Telefon, den Fahrzeugstatus, Fahrdaten mit Bordcomputer, die Assistenten. Das ist schon richtig gut, sehr modern, toll einfach. Was haben wir hier? Swing, Bolero, Amundsen. Amundsen ist hier das größte System, 6,5, 8 Zoll und 9,2 Zoll hier dieses System. Das ist toll. Alles, was ein bisschen nervt, ist, dass man hier lauter leiser kein Drehregler hat. Das ist für mich sogar gefährlich beim Fahren. Und das System ist immer online hier mit einer Online-Anbindung. Da ist man stolz drauf bei Škoda. Hier, was haben wir? Das Menü, da kommen wir hier hin. Wir haben einen Home-Bildschirm hier, wo man die wichtigsten Daten hier drauf machen kann. Wir können das System auch ausmachen und anmachen natürlich. Ein Radio haben wir hier, das wir dann hier wieder leiser machen müssen. Media, Phone können wir über Apple CarPlay, Android Auto verbinden, Navikarte. Hier haben wir noch alles zum Car, was interessant ist. Ja, wenn wir jetzt mal hier auf das Menü dann gehen einfach und uns dann alles zum Fahrzeug anzeigen, haben wir hier die Bordcomputer. Interessant, da sieht man dann den Verbrauch. Aber wir können natürlich auch die Assistenten anzeigen. Da bekommt man einen kleinen Eindruck, was es da alles gibt. Erstmal ACC, die automatische Distanzregelung haben wir hier. Dann haben wir drunter den Notbremsassistent, den Front Assist, den wir einstellen können. Wir haben hier den Side Assist, Spurwechselassistent. Das ist das große Infotainment-System hier. Infotainment-Assistenzsystem natürlich. Ja, den Lane Assist haben wir hier drin und eine Müdigkeitserkennung haben wir hier drin. Wenn wir dann die Rückfahrkamera reinmachen, sehen wir auch großes, klares Bild da drin. Ein bisschen ungut zu erreichen ist hier ja diese Klimaeinheit hier mit der Sitzheizung hier, aber das ist für mich auch okay. Ja, und dann haben wir hier Fahrmodi von Eco, normal hin zu Sport, individual anpassen, sehen wir dann, was wir machen können, die Lenkung. Wir haben hier das Sport Select, das SSC-Fahrwerk, können wir dann von normal zu Sport den Antrieb. ACC und die Klimatisierung können wir da einstellen. Sehr gut. Was ich euch noch gern zeigen will hier drin, ist dann ja einfach die Klimatisierung. Wie cool ist das gemacht? Tolles System. Wir haben hier drin dann auch die Parkpiepser, die wir hier vorne an- und ausmachen können. Wir haben noch eine echte Handbremse, typisch Škoda halt. Tolle Verarbeitung hier drin, moderner, konnektiver Innenraum. Und ich frage mich halt nur eins: Was zur Hölle kann man eigentlich mehr von so einem Innenraum erwarten? Wir haben hier auch optional eine tolle Anlage drin. Ich wüsste es nicht, Schaltpedal am Lenkrad, ganz im Ernst, mir fällt nicht ein, was mir hier drin fehlen könnte. Ich könnte noch kritisieren, dass man das Dach nicht aufbekommt, aber ansonsten. Ja, kommen wir zu meiner Lieblingssequenz, zum Fahren. Erstmal haben wir hier ja den sehr zwillingsmäßigen Zwillingsbruder vom Scala, aber er hat längere Federn und längere hydraulische Stoßdämpfer, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Da ist er der Schlüssel. Ja, und dieses Auto hier, das gibt es nur mit Frontantrieb. Ich mache es jetzt mal an hier auf dem Start-Stopp-Knopf. Wir fahren jetzt hier auf so einen Schotterweg. Der geht hier los und jetzt zeige ich euch mal was. Ich halte hier kurz an. Und hier merkt er dann schon,
Was der Nachteil ist an einem Frontantrieb. Der stempelt natürlich vorne rein. Das hätte ein Allradantrieb wesentlich charmanter gemacht. Aber sind wir mal ehrlich. Warum heißt ein City-SUV City-SUV? Ja, weil es halt hauptsächlich in der Stadt und eben nicht im Schwarzwald benutzt wird. Auch wenn der hier 17 cm Bodenfreiheit hat. Toll hier, schaut euch die Linien an. Ja, ist halt die Wendigkeit, der hat einen tollen Wendekreis hier. In der Stadt findet man mit dem Auto genauso gut eben Parkplatz wie mit einem Golf oder mit einem Scala eben auch. Schön hier drin ist das Panoramadach, die hohe Sitzposition. Ich komme hier gut rein, gut raus. Ich selbst bin ja so ein sportlicher Fahrer und nicht der SUV-Zielkunde. Da bin ich ehrlich und meine Zuschauer schreiben wir dann ganz oft. Der Horst hat was geschrieben und sagt, Jan, es interessiert keinen, dass du gern Autos hast, die nah am Boden sind. Ich mag das, wenn sie hoch sind und ich verstehe es ja auch. Man fühlt sich hier drin sicher, man kommt eben gut rein und raus und ja, man hat halt eben eine höhere Übersicht über die Straße. In der Stadt sagen die einen, die SUVs nerven. Die anderen sagen, ich will nichts mehr anderes, ich fühle mich sicherer und ich komme halt auch jeden Bordstein hoch und ich breche mir nicht meine Wirbelsäule beim Einsteigen. Und dann ist halt hier schön die Lenkung. Die ist nicht zu direkt, nicht zu indirekt, ein schöner Kompromiss aus komfortabel und sportlich. Hier haben wir jetzt die adaptiven sportlichen Dämpfer drin mit dem Fahrwerk, was 1 Zentimeter tiefer steht. Ja, und hier unten haben wir dann die Fahrmodi. Ich schalte jetzt hier mal in Sport und dann merkt man schon, oh, die 250 Newtonmeter hier von unserem Auto, ja, die funktionieren nach vorne schon ganz gut. In 10,4 Sekunden sind wir auf 192 km/h, wird das schnell. Das ist alles sehr gut. Das Auto ist auch wirklich solide gefedert. Es ist nicht so wie in einem Golf, dass der ständig den Untergrund misst und sagt, jetzt ist gerade gut oder jetzt ist gerade schlecht, sondern ja, wir haben halt, wenn ich den Fahrmodusschalter dann reinmache, bei Individual anpassen kann ich es euch sagen, normal oder Sport. Das heißt, man kann es normal oder sportlich abstimmen und dann merkt man schon, das ist ein kleiner Unterschied, aber das Geld, da bin ich ehrlich, das würde ich mir an eurer Stelle sparen. Was toll ist und was man eigentlich gar nicht oft genug loben kann, ist die 7-Gang DSG von diesem Auto, weil die ist so solide und die passt so gut zu diesem Motor, dass man eigentlich denkt, ja, die beiden hier sind im Tschechen seit 100 Jahren verheiratet oder singen Biene Meier schon so lang. Wie Karel Gott das eben getan hat, richtig gut. Und die Assistenten hier drin sind alle, die man braucht, um teilautonom Level 2 unterwegs zu sein. Hauptsächlich ist das ein Abstandsregeltempomat, ein Spurhalteassistent, ist es ein toter Winkelwarner, die Rückfahrkamera habe ich euch gezeigt, richtig gut. Und ihr seht schon hier in den Reben, ja, da ist es ein bisschen enger, manchmal sind hier Traktoren und man kommt halt sehr gut durch, weil dieses Auto schmal ist. Wir sind ja auch schon mit einem Q7 oder mit einem Tiguan oder Touareg gefahren, das ist schon ein bisschen schwerer. Das ist das Erfolgsrezept von diesem Auto. Es ist alles zum Fahrer geneigt. Hier liegt gut im Blickfeld. Was ich kritisieren möchte, hier ist ja die Anzeige hier von der Klima, weil da kommt man eben durch diesen Gangwahlhebel nicht so gut dran, würde ich sagen. Auch hier, dass wir die USB-C-Stecker haben, finde ich nicht ideal. Ein USB-C-Stecker hätte ich sehr gut gefunden. Was ich sehr gern mag, man schaltet jetzt hier auf den Eco- oder normalen Modus und auf einmal ist dieses Auto in allen Parametern, die ich euch gezeigt habe, halt ja, zurückhaltender. Ne? Und der Normverbrauch ist mit 4,2 Litern angegeben. Jetzt sagt ihr 4,2 Liter. Die wollen uns doch verarschen. Nee, gar nicht. Wir haben hier einen Dieselpartikelfilter drin, SCR-Cut. Dieses Auto ist sehr modern und wir sind es tatsächlich mit 5 Litern gefahren, was ich gut finde. Natürlich merkt man dann in Extrembedingungen, wir haben einen Frontantrieb, den braucht man aber den Allrad eigentlich nur, wenn man in den Alpen wohnt. Ansonsten kann man mit dem Auto, mit dem hohen Drehmoment auch sehr viel Spaß haben, kann hier auch selbst am Lenkrad eingreifen und wir haben halt eben diese gehobene Bodenfreiheit, dass wir hier auch ohne Probleme über so einen Schotterweg fahren können. Auto passt also für mich ideal, weil wir können damit in unsere Stadt nach Offenburg fahren und hier einfach mal so in unseren Weinberg. Wir haben gar keinen fahren und das Auto sitzt nicht bei jeder Bodenwelle wie jetzt auch. Die Federung ist gut genug im Grunde, man braucht nicht die adaptive aus meiner Sicht. Ja, und ich sage euch jetzt mal was und da greife ich dem Fazit vorweg. Ich bin Fan von diesem Auto. Aber was wir jetzt machen, ist zurückfahren und ich werde euch ein Fazit zeichnen. Kommen wir zum Fazit und ich habe es euch gesagt, der Kamiq hat mehr Wettbewerber, als es Handdesinfektionsmittel, frische Hefe oder Klopapier aktuell im Pennymarkt gibt.
Warum eigentlich? Und seit 2 Wochen sitze ich hier auf meiner Denkerbank und überlege mir, woran liegt es? Und dann kam ich irgendwann auf die Idee, es liegt an den Kleinigkeiten, es liegt an den Nuancen, es kommt auf die Kleinigkeiten im Leben an. Wir haben wie bei anderen City- oder kleinen SUVs hier eine hohe Sitzposition, vernünftig viel Platz. Aber die Kleinigkeiten, die den unterscheiden, auch im VW-Konzern, sind übrigens eine zurückhaltende, dezente Optik mit serienmäßig LED-Licht, sehr viel Platz auf der Rückbank. Ja, wir haben drin ein modernes Infotainment-System, wir haben viele Optionen, die wir wählen können. Wir haben leider keine verschiebbare Rückbank und sie ist auch, ja, der Kofferraum ist auch kleiner als beim Scala. Dafür haben wir eine bequemere Sitzposition, eine gute Übersicht über die Straße und das lieben die Leute auch. Worum es dann geht, und das ist keine Kleinigkeit, das ist die preisliche Gestaltung. Und euch interessiert doch seit Anfang an, gebt's zu jetzt, was kostet dieses Ding? Ich will es haben, weil es sieht schön aus. Es beginnt bei 18.290 €, so dann im Einstieg mit 115 PS Benzinmotor, 3-Zylinder und 5-Gang-Handschaltung. Im Vergleich kostet ein Scala 17.690 im Einstieg, was ganz interessant ist. Ja, und wenn man da mal weiter guckt, ein Seat Arona beginnt halt schon bei 16.000 €, ist aber auch vom Radstand her und von der Länge kleiner. Und ein T-Roc, der gleich lang ist von VW, der kostet halt mindestens 21.000 € und da seht ihr schon, ja, ist die Preisgestaltung hier halt ganz schön spannend, ne? Weil wir bekommen viel Auto für relativ wenig Geld und auch mit den Ausstattungen wird es dann gar nicht so viel happiger. Den großen Dieselmotor, den bekommt ihr ab 24.500 €. Ja, und dann, wenn man den Diesel mit DSG will, dann ist man schon bei 29.300 €. Auch okay. Was man sagen muss, so wie er hier steht, ist er halt pickepacke voll mit größtem Motor natürlich und so. Ja, da liegt er bei 38.000 €. Aber das ist ein tolles Auto. Wenn ich einfach ein Auto bräuchte für eine Familie mit einem Kind, für die Stadt, für die Landstraße, für die Autobahn, dann macht man mit dem aus meiner Sicht nichts falsch. Was man halt nicht dabei bekommt, ist die Elektro- oder die Plug-in-Förderung. Aber ja, die Sinnhaftigkeit derer erschließt sich bei mir in vielen Fällen sowieso nicht. Ich hoffe, das Review hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ihr findet uns auf Instagram, Facebook, YouTube. Schaut da gerne vorbei. Auch übrigens, die Preise, die sind ja immer relativ. Ich weiß, viele von euch kaufen gar keine Autos mehr, sondern die leasen sie. Und da ihr hier auch keine Plug-in-Förderung bekommt, ist es vielleicht auch eine ganz gute Option. Und wir haben einen Kooperationspartner mit GoLeasy. Ja, schaut da gerne vorbei, die haben tolle Angebote, da könnt ihr Angebote vergleichen, eine richtig schöne Homepage. Ich gucke da auch immer vorbei, konfiguriere da meine Traum-, Alltagswagen, was auch immer. Ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen bei www.autotester.de. Findet ihr auf uns Instagram, Facebook, YouTube, auf www.autotester.de. Abonniert das, macht uns glücklich und bis bald.